Der Honda CR-V Hybrid. Ja, wenn Sie mal ein großes Auto bewegen möchten, aber so gut wie keinen Sprit verbrauchen möchten im Vergleich zum Gewicht von dem Auto und der Größe, dann sollten Sie zu einem Hybrid greifen, denn der ist wirklich ein ausgewachsenes Fahrzeug. Ich schätze mal so um die 4,40 Meter, 4,50 Meter lang. Das wird uns aber gleich mal der Thomas Reiter mal ganz exklusiv mal erzählen. Denn wir haben hier einen CR-V Hybrid und das ist kein Plug-in-Hybrid, sondern er rekuperiert durch die Bremsenergie automatisch eine elektrische Energie, die über Elektromotoren dann zugeleitet werden, sodass der Spritverbrauch wirklich sehr, sehr dezent ausfällt. Wie ganz genau werden wir gleich erfahren. Jetzt Thomas Reiter. Ja, ich grüße dich, Thomas. Hallo. Ja, tolles Auto. Ihr habt ja noch nicht so lange. Nein, haben wir dieses Jahr vorgestellt, den CR-V. Wie gesagt, jetzt der erste Hybrid, den Honda jetzt hier als SUV hier in Deutschland auf den Markt gebracht hat. Ist also unser neuestes Modell mit Hybrid. Ja, das Schöne ist, er läuft in Amerika wie geschnitten Brot. Also ist dort ein absoluter Hotseller, der CR-V. Gut, da ist vielleicht auch ein bisschen eine andere Welt. Denn die Amerikaner haben im Moment so nicht die ganz großen Preisschwierigkeiten beim Benzin. Ich habe letztes Mal gesehen, die Gallone Benzin für 1,20 Dollar für 3 Liter, die kommen im Moment noch so ein bisschen ab. Aber auch die werden irgendwann mal das Thema Spritverbrauch wieder merken. Ganz viele Amerikaner sind aber trotzdem umweltbewusst und fahren dann Hybrid. Was hat denn das für einen Vorteil, der Hybrid? Der Hybrid hat halt eben den Vorteil, dass man halt eben das Fahrzeug sehr sparsam bewegen kann. Er erfüllt halt eben sehr niedrige Schadstoffwerte. Ist also ein Auto der Zukunft, wenn man Strecken auf der Autobahn fährt und eine ruhige Fahrweise an den Tag legt, ist das Auto also wirklich extrem sparsam. Ich lese mal was vor, damit Sie das mal sehen. 5,3 Liter kombiniert, selbst wenn man da mal einen Liter draufrechnen würde, wenn man etwas sportlicher fahren würde, wäre man bei 6 Liter. Das Fahrzeug wiegt 1685 Kilogramm CO2-Effizienz A. Ja, das muss man erstmal hinkriegen bei einem Benziner. Jetzt muss man aber auch sagen, dass die Motorentechnik, die hat sich so stark entwickelt in den letzten Jahren, dass die Verbräuche per se schon mal gesunken sind. Aber hier wird die Bremsenergie praktisch nochmal gewonnen. Wie funktioniert das? Ja gut, er rekuperiert, das heißt also, er tut die Bremsenergie zurückgewinnen. Dementsprechend ist er halt eben sehr sparsam über diese Form der Technik. Das heißt, ich bremse nicht über Bremsen, dass ich jetzt Bremsbeläge habe und Hitze erzeuge. Das kann er auch. Das heißt, das hat er sowieso eingebaut, richtige Bremsscheiben. Sondern der Elektromotor bremst quasi und speist die Energie dann in die Batterien. Der wird über den Generator, wird durch die Batterie dann wieder gespeist. Der Honda hat eine Besonderheit, der ist also als Hybrid, will er halt eben auch elektrisch fahren. Der Verbrennungsmotor ist dafür da, um diesen Generator anzutreiben, eben dargestellt, und damit halt eben die Batterie wieder lädt. Ja, also das heißt, im optimalen Bereich wird dann die Batterie geladen. Das heißt, wenn er fährt, aber beim Anfahren, da wo, ich sag mal, extrem viel Sprit verbraucht wird, ja, das ist ja beim Stop and Go, dort ist dann meistens der Elektromotor dann im Einsatz. Meistens der Elektromotor im Einsatz, das heißt also, der ist dann in dem Bereich sehr, sehr sparsam. Ja, um die 5 Liter. Das ist ja schon phänomenal. Ja, es ist ein großes Auto. Wir machen noch mal ein extra Video beim nächsten Mal, wenn wir mal mitfahren. Für wen ist so ein Auto? Das heißt, wir bewegen uns hier im Preisbereich ungefähr wie viel? Im Preisbereich geht schon los, wie man hier an dem Preisschild gesehen hat, ab 34.000 Euro. Nach oben hin gibt es verschiedene Ausstattungsbereiche. Es ist ein interessantes Auto, wo halt eben den klassischen SUV-Kunden ansprechen tut, der weg will vom Diesel. Ist ein Fahrzeug, wo man halt eben auch auf längere Strecken sehr sparsam fahren kann. Er hat ein unheimlich großes Raumangebot von der Größe. Er hat viel Beinfreiheit, vor allen Dingen hinten dementsprechend. Genau, steig mal bitte ein. Er hat riesig, ich zeige mal ganz eine Sache. Die Türen öffnen komplett im 90-Grad-Winkel. Allein das ist schon ein Riesending. Das heißt, ich kann sehr, sehr komfortabel einsteigen. Aber ich habe jetzt richtig Platz. Guck dir das mal an. Richtig Platz, ja. Das Auto hat richtig Raum. Ist ein sehr, sehr großes Innenraum vom Gefühl her. Man hat, wie gesagt, viel Beinfreiheit. Also richtig bequemer Reisewagen. Die Leute, die einen Honda kaufen, die kaufen automatisch ein sehr gutes Gefühl mit. Denn ich sag mal, die Fahrzeuge von Honda, die sind von der Pannenstatistik her ganz, ganz unten. Also die gehen da sehr, sehr wenig kaputt. Ja, Honda legt sehr Wert auf hohe Qualität. Honda hat immer schon eine hohe Verarbeitungsqualität gehabt. Also an die Autos kommt, wie man so schön sagt, da kommt nichts dran. Ja. Hier vorne sieht man auch Applikationen, das mit dem Holz ist sehr, sehr gelungen. Auch hier vorne so ein bisschen so Lederoptik mit allem drum und dran, schon sehr edel. Ja, ist sehr edel verarbeitet, das Auto, ja.
viele Applikationen, viele Details, wo man wirklich tolle Lösungen gefunden hat. Das ist schon bei Honda sehr gelungen. So, auch hinten. Ja, wenn du mal vorne mal Platz nimmst, da kann man es richtig sehen. Auch hier öffnen die Türen sehr, sehr weit. Ich habe einen sehr, sehr hohen Einstieg. Genau, wenn du mal so lieb bist, noch mal kurz aussteigst, dann zeige ich mal gerade was. Man kann sich auch, wenn man möchte und das geübt hat, einfach in den Sitz fallen lassen rückwärts. Mach das mal bitte. Ja, das war jetzt so der sportliche Einstieg, aber jetzt bin ich nicht mehr so ganz zu Fuß. Steig noch mal kurz aus und geh mal gerade mit dem Popo hinten mal und lass dich einfach auf den Sitz fallen. Das ist nämlich so auch eine Möglichkeit einzusteigen, wenn man zum Beispiel nicht mehr so ganz so mobil ist, muss man dazu sagen. Es gibt mehrere Zielgruppen hierfür. Es gibt die jungen Familien, die das Auto kaufen, aber es gibt auch sehr viel ältere Leute. Ja, es gibt einmal die Familien, junge Familien, die Platz brauchen mit Kinderwagen, Kinder und so weiter. Also halt eben sehr geräumig, aber auch für ein Publikum, wo halt eben schon bequem einen aussteigen will, man nicht mehr ganz so gut aus dem Auto rauskommt. Problem ist eher der Ausstieg wie der Einstieg, aber in dem Fall hier hat man eine schöne Ebene. Wenn ich hier einmal aussteigen, kann ich mich mehr oder weniger nach unten fallen lassen. Da komme ich ganz bequem rein raus. Also ich muss nicht reinklettern. Ich muss nicht klettern oder muss mich hinter aus dem Auto rausheben. Ja. Ich habe alles sehr, sehr schön einstellbar. Also hier in dem Sitz kann ich sogar die Höhe verstellen. Ich habe einen sehr, sehr guten Seitenhalt, der hier mit drin ist. Man sitzt schon so ein bisschen wie im Wohnzimmer. Ist schon amerikanisch, oder? Kann man so sehen, ja. Das ist so. Ich komme mal kurz auf die andere Seite, dann zeigen wir mal, wie das Interieur aussieht. Ja, selbst wenn meine Kamera jetzt läuft und ich hier einsteige, kann ich das ganz, ganz bequem machen. Ich muss mich also kaum verrenken, kann einfach einsteigen und ja, habe richtig viel Raumgefühl. Aber auch bei dem Kopf, also ich habe hier gar keine Platzangst, sondern ich habe nach oben hin auch noch Platz. Ja, sehr große Kopffreiheit. Ich bin hier so nicht so groß, aber hier oben sieht man, da ist jede Menge Platz in dem Fahrzeug drin. Man hat ein unheimlich großes Raumgefühl. Ist auch kein Schalthebel mehr da. Die Bedienung geht nur per Tastendruck. Das ist aber einfach zu lernen, ne? Ja, das ist ja einfach zu lernen, das ist ganz simpel. Der Rest geht alles, sage ich mal, von allein. Dementsprechend, also vom Raumgefühl her, ist also schon richtig groß das Auto. Ja, so ist es. Ich zeige es mal gerade, hier vorne ist nochmal ein Anschluss, aber ich meine, Sportlichkeit auf der einen Seite, ich habe durch den Elektroantrieb natürlich, der kommt gut, muss man sagen, mal anfahren, oder? Ja, das ist ein sehr hohes Drehmoment, also der hat also von der Beschleunigung her, geht er auch dementsprechend fahren. Gerade in der Stadt, das macht Spaß, oder? Ja, genau. Ja, das ist so. So, ich habe aber alles hier elektromechanisch, die Parkbremse ist da, also es ist sehr viel Wert auf Komfort gelegt. Zeig mal kurz hier so eine kleine Applikation, die habe ich also nochmal so ein Fach mit drin, aber das dient hauptsächlich so als Auflage, das kann man verschieben. Ja, das kann man verschieben, dann habe ich hier vorne die ganzen Ausgänge von HDMI, USB-Ausgang, Ladestation fürs Handy, also ist alles machbar. Cool, ein HDMI, das ist ja cool, wahrscheinlich für den Bildschirm, aber das ist... wird man hier alles nochmal erklärt kriegen. Auch hier machen wir nochmal ein extra Video. Wie fährt man mit dem Auto? Ja, die 5 Liter, du hast Kunden, die lassen es drauf ankommen, die packen die, oder? Ja, es gibt viele Kunden, die das wirklich erreichen. Wenn man bequem, sage ich, muss ich an die 130 hält auf der Autobahn und das Auto rollen lässt, ist also ganz angenehme Fahrerei. Man hört fast nichts, der Motor ist sehr ruhig. Und dann kommen auch diese niedrigen Verbrauchswerte zustande. Ja, man hat ein unglaublich großzügiges Raumgefühl, man hat eine Aerodynamik, die wurde ganz stark angepasst. Also Aerodynamik, ganz wichtiges Thema für den Spritverbrauch. Ja, spielt eine große Rolle. Ich meine, bei so einem großen Auto ist die Aerodynamik eine Sache für sich. Man kann an dem Volumen vom Fahrzeug ja nichts ändern. Aber man hat das bei Honda so gut gelöst, dass das Ganze sich auch auf den Spritverbrauch auswirken tut. Ja, die Rundumsicht, das werden wir dann im Video nochmal zeigen, ist exzellent. Ich kann richtig gut rausgucken. Ja, hat überall Glas und große Fensterflächen. Dementsprechend hat er eine Top-Rundumsicht. Ja, Thomas, steig mal aus. Dann machen wir die Abmoderation, denn das Thema Honda ist eigentlich in Deutschland ein bisschen, ich sag mal, unterbelichtet im Vergleich zu Amerika. Du hast mal erzählt, also in Amerika ist Honda im Autobereich, du siehst überall Hondas, die ganze Zeit und überall. Ja, in Deutschland, es kommt immer mehr und mehr, aber der Hybrid, der hat euch auch gefehlt, oder? Ja gut, wir haben sehr lange auf den Hybrid gewartet. Der Hauptmarkt für Honda ist im Pkw-Bereich ist die USA. Da ist Honda einer der größten Pkw-Hersteller. Da sieht man, wie du sagst, Honda eigentlich an jeder Straßenecke. Hier in Deutschland, wie gesagt, haben wir auf den Hybrid speziell schon sehr lange gewartet, sind auch froh, dass wir ihn haben. Da wird auch noch einiges nachkommen bei Honda mit der Technologie. Da wird mit Sicherheit noch einiges passieren. Der wird wo gebaut? Der Honda, der CRV, wird in den USA gebaut und in Japan. So, das heißt also, ich bekomme eigentlich ein Fahrzeug, was auf Komfort ausgelegt ist, was auf
ich sag mal, eigentlich amerikanische Werte ausgelegt, ist viel Langstreckenkomfort. Ich sitze da wirklich sehr, sehr bequem drin. Sehr bequem, muss man sagen. Also, aber ich kriege ein Auto, was tatsächlich einen Spritverbrauch hat. Ich zeige es nochmal. Ein Benzinspritverbrauch, wir reden nicht vom Diesel, ja. Von sage und schreibe, da unten steht es 5,3 Liter kombiniert, innerorts 5,0. Und das Besondere bei den Hybridfahrzeugen ist immer, dass der Innerortsspritverbrauch geringer ist wie der Außerortsspritverbrauch. Das liegt wahrscheinlich an den vielen Bremsen, gell? Das liegt an den Bremsen und liegt halt eben, weil dort halt eben die Hybridtechnologie ihren Vorteil am besten ausspielen kann. Ja, der rekuperiert nämlich die Bremsenergie wieder in Leistung, die ich dann wieder abschießen kann. Ja, wo finde ich euch? Mich findet man hier in Saarbrücken in der Kurt-Schumacher-Straße und in Rehlingen-Siersburg an der Windmühle 7. Das liegt zwischen Saarlouis und Merzig, sodass wir jeweils von der A620 oder von der A8 immer top zu erreichen sind. Ja, also wenn Sie ein Elektrofahrzeug haben möchten mit Elektromotor und allem drum und dran, bei dem Sie sich überhaupt nicht drum kümmern müssen, wie er aufgeladen wird, sondern er wird, ich sag mal, unter anderem damit aufgeladen, dass Sie einfach nur bremsen. Die Bremsenergie wird also nicht in Hitze umgewandelt, in Bremsscheibenabrieb und Bremsbelagabrieb, sondern in Energie. Dann kommen Sie am besten mal hierher und Sie werden begeistert sein, wie toll das Fahrzeug fährt. Ihr habt immer einen Vorführer da? Ja, in beiden Betrieben immer Vorführer da, am besten vorher Termin vereinbaren, da kann man so ein Auto auch mal Probe fahren. Ja, so ist es ganz wichtig, unbedingt Probe fahren und Sie werden begeistert sein, auch vom Preis her. Also der Preis hier bei dem Fahrzeug liegt jetzt bei 34.990 € plus ein paar Extras, dann sind wir bei 36.350. Aber da kommt ja noch, es hängt ja davon ab, was wird in Zahlung gegeben, wird es geleast, finanziert, also da kann man einiges darstellen. Ihr habt doch immer Sonderleasing oder Finanzierung eigentlich meistens da, oder? Ja, wir haben in der Regel immer Sonderangebote vorhanden, also sei es im Leasing oder im Finanzierungsbereich, da muss man individuell, können die Verkäufer dann Angebote erstellen. Die Gewährleistung, wie lange ist die bei Honda? Bei Honda haben wir 3 Jahre Garantie. 3 Jahre Garantie, egal wie viel ich fahre? Nee, bis 100.000 Kilometer. Bis 100.000 Kilometer, also 3 Jahre bis 100.000 Kilometer. Der CRV, ja dieses Jahr neu gekommen, ein 2019er, wie er hier steht, bei Auto Reiter in Saarbrücken und Rehlingen-Siersburg. Tschüss Thomas.